Hallo und herzlich willkommen hier bei mir in Carinas Kochecke. Heute ist der letzte Tag der Weihnachtswoche und es gibt das 4. Rezept. Wir machen heute einen super leckeren Bananenkuchen. Der schmeckt mal richtig weihnachtlich. Da ist alles drin, was das Herz begehrt. Von Nüssen über Zimt. Einfach fantastisch. Wie ich den mache, das zeige ich euch jetzt und glaubt mir, der geht wirklich super schnell. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, auf geht's! Für das heutige Rezept benötigen wir folgende Zutaten: 2 Eier, 4 reife Bananen, 200 ml Öl, 350 Gramm Mehl, ich habe hier ganz normales Weizenmehl von Typ 405 genommen, ca. 200 Gramm Zucker, 275 Gramm Joghurt, ein Päckchen Vanillezucker, ein Päckchen Backpulver, 3 Teelöffel Zimt und 200 Gramm Mandeln. Für den fertigen Kuchen benötigt ihr noch etwas Puderzucker zum Bestreuen. Als erstes öffnen wir die reifen Bananen und geben sie in so ein Litermaß. Ich breche sie einfach in kleine Stücke. Hier ist es auch überhaupt kein Problem, wenn mal ein paar braune Stellen dabei sind. Umso reifer die Bananen sind, umso besser für den Kuchen, denn sie geben dem Kuchen einen fantastischen Geschmack. Jetzt erstmal alle 4 Bananen so zerkleinert in das Litermaß geben. Nun pürieren wir die Bananen mit einem Pürierstab zu einem feinen Brei. Der Brei, der sollte wirklich sehr fein sein, deshalb ruhig ein bisschen länger und kräftiger pürieren. Wenn ihr keinen Pürierstab habt, könnt ihr es auch mit einer Gabel machen, dauert dann nur halt sehr lange. Jetzt schlagen wir erst einmal die 2 Eier in einer tiefen Schüssel auf. Zu den Eiern geben wir dann unseren Joghurt. Als nächstes kommen die pürierten Bananen dazu. Dann der Zucker, der Zimt und das Öl. Wie ihr seht, wird das ein ganz schneller, einfacher Rührteig. Ich gebe für den Geschmack jetzt noch ein bisschen Vanilleextrakt dazu. Das Ganze jetzt gut mit einem Schneebesen verrühren. Für diesen Teig braucht ihr keinen Mixer. So lange rühren, bis sich alle Zutaten gut miteinander verbunden haben. Wie ihr merkt, geht der Rührteig für diesen Kuchen wirklich sehr schnell. Jetzt geben wir zu unserem Mehl erst einmal das Backpulver hinzu. Das Backpulver und das Mehl jetzt einmal gut miteinander vermischen, damit es später sich im Teig gleichmäßig verteilen kann. Jetzt geben wir das Mehl auf einmal in unsere Teigmasse hinein. Das Ganze jetzt nur mit einem Schneebesen verrühren. So wird die Masse schön luftig und cremig. Man sollte das Mehl auch nicht zu lange unterrühren, sondern nur so lange, bis es sich komplett im Teig verteilt hat. Wenn wir das Mehl nur sehr kurz einrühren und nicht zu lange rühren, wird der Teig später schön locker und fluffig. Wenn wir das jetzt mit dem Mixer machen würden, würde der Teig einfach zu kompakt werden. Dann kann es passieren, dass er später im Backofen zu trocken wird. Wenn der Teig schön cremig gerührt ist,
geben wir unsere Mandeln dazu. Ich habe hier diese blanchierten Mandelplättchen genommen. Ihr könnt auch gemahlene Haselnüsse oder gemahlene oder gehackte Mandeln nehmen. Ganz einfach, so wie es euch beliebt. Einfach die Nussart wählen, die ihr am liebsten mögt. Die Mandeln, die werden mit dem Schneebesen nur noch ganz kurz untergehoben. Und jetzt hätte ich doch fast die Prise Salz vergessen. Die gebe ich jetzt noch schnell dazu und rühre sie ganz kurz ein. Die gehört einfach an jeden Kuchen, um die Süße besser hervorheben zu können. Und jetzt bereiten wir unsere Springform vor. Ich habe hier eine 24er Springform genommen und auf dem Boden ein Backpapier gelegt. Dann den Ring einfach drum machen und das Backpapier am Rand abziehen. So klebt der Kuchen später nicht am Boden. Wenn eure Springform nicht antihaft beschichtet ist, solltet ihr den Rand noch mit Butter einpinseln. Jetzt geben wir den Teig in die Springform hinein. Viel einfacher und schneller kann man einen Rührkuchen eigentlich nicht machen. Die Springform, die klopfen wir jetzt noch 2-3 Mal kräftig auf die Arbeitsfläche, damit die Luft entweicht und später keine Löcher im Kuchen entstehen. Nun kommt der Kuchen bei 160 Grad Ober- und Unterhitze für 40 bis 45 Minuten in den vorgeheizten Backofen. Nach 40 Minuten solltet ihr die erste Stäbchenprobe machen und wenn hier wie bei mir nichts mehr daran kleben bleibt, ist der Kuchen auch fertig. Ansonsten noch mal reintun, bis die Stäbchenprobe ohne Teig ist. Nach dem Backen die Springform kurz auskühlen lassen und dann lösen. Ich gehe immer mit dem Messer so am Rand der Springform entlang, sodass nichts kleben bleibt und der Kuchen nicht kaputt geht. Dann den Springformkranz einfach öffnen und entfernen. Kuchen zuerst auf einem Kuchengitter auskühlen lassen, dann auf einen Kuchenteller geben und mit Puderzucker bestäuben. Schaut der nicht lecker aus, auch wenn ich glaube, dass ich das mit dem Bestäuben von dem Puderzucker noch ein bisschen üben muss. Ich kann nur empfehlen, diesen Kuchen wirklich einmal zu backen. Der geht so schnell und einfach, da kann man einfach nichts verkehrt machen. Und jetzt schneide ich den Kuchen für euch natürlich auch noch an, damit ihr das tolle Endergebnis betrachten könnt. Und hier ist er, unser toller vorweihnachtlicher Bananenkuchen. Einfach fantastisch. Wie ihr seht, ist er wirklich super locker, saftig und fluffig. Ich hoffe, mein Weihnachtsrezept hat euch heute wieder gefallen. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Hier bei mir in Carinas Kochecke. Ich wünsche euch noch einen besinnlichen und schönen zweiten Advent. Tschüss!